Du findest die Sache mit dem Wufen erstmal interessant, weißt aber bei 540 Höfen in Deutschland noch nicht, wie du da einen wirklich passenden Hof für dich finden sollst. Ich bin Jan Philipp vom WUF-Team und ich gebe dir in diesem Video zur Hofsuche auf der WUF-Seite 3 Tipps, die ich selber erst nach und nach entdeckt habe. Zugegeben, von allen Höfen auf einmal, sei es auf der Karte oder in der Listenansicht, kann man sich erstmal etwas erschlagen fühlen. Wissend, dass es Möglichkeiten gibt, die Suchergebnisse einzugrenzen, hat die Fülle an Hofprofilen aber auch erstmal etwas Positives. Du kannst dich von einer Vielfalt an Hofprofilen inspirieren lassen und erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, was es alles so für Höfe in der Hofliste gibt und wie die Hofprofile grundsätzlich aufgebaut sind. Ziemlich bald wirst du auf Hofprofile stoßen, die dich besonders ansprechen und die du dir für die Zukunft merken möchtest. Das kannst du bereits sehr früh tun mit einer Favoritenliste. Eine Favoritenliste an sich ist sicher nichts Ungewöhnliches. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass du früher, als du vielleicht vermutest, damit beginnen kannst, eine Favoritenliste anzulegen, nämlich sogar bevor du überhaupt eine Mitgliedschaft abschließt. Lediglich ein User-Profil musst du bereits erstellt haben, denn deine Favoriten sind ja eine persönliche Liste, die dir in irgendeiner Weise zugeordnet sein muss. Dieser Schritt hier, zu finden unter Anmelden, reicht aus, um ein solches Profil zu erstellen. Und sofern du mit diesem Profil eingeloggt bist, kannst du auch bereits eine Favoritenliste anlegen. Wann immer du ein Hofprofil entdeckst, das du dir als Favoriten merken willst, klickst du auf zu den Favoriten hinzufügen. Mit einem weiteren Klick auf dieselbe Schaltfläche kannst du das Hofprofil wieder von der Favoritenliste entfernen. Wo findest du jetzt die Liste mit deinen Favoriten? Du findest sie hier. Wenn du dich in der Hofliste befindest, kannst du mit dieser Schaltfläche hier zwischen der gesamten Hofliste und deinen Favoriten hin und her schalten. Also, wenn du dich in einem bestimmten Hofprofil befindest, kannst du diesen Hof auf die Favoritenliste setzen. Wenn du dich in der Hofliste befindest, kannst du zwischen Gesamtliste und deiner Favoritenliste, deinem persönlichen Merkzettel, hin und her schalten. Auch wenn du dich ausloggst, bleiben deine Favoriten mit deinem Profil verknüpft und sobald du dich wieder einloggst, wirst du sie wieder auffinden. Woran kann es liegen, wenn du einzelne Höfe in deiner Favoritenliste nicht wiederfindest? Da gibt es zwei mögliche Gründe. Erstens kann es sein, dass der Hof kein WUF-Hof mehr ist, weil die Hofmitgliedschaft nicht verlängert wurde oder sich die Leute auf dem Hof entschieden haben, dass sie zeitweise nicht in der Hofliste erscheinen möchten. Zweitens kann es sein, dass du nur einen Teil deiner Favoriten siehst, weil du vielleicht weitere Filter eingeschaltet hast, die die Suchergebnisse entsprechend begrenzen. Was sind die Filter und wie benutzt du sie? Damit sind wir bereits bei Tipp Nummer 2 angelangt. Verwende die Filter so, dass sie dir nichts vorenthalten. Es gibt verschiedene Wege, die Hofliste zu filtern. Der erste und einfachste Filter ist durch den Kartenausschnitt gegeben. Karte und Liste sind nämlich gekoppelt. Du siehst in der Liste immer Höfe entsprechend des Kartenausschnitts und umgekehrt. Am besten lässt sich das zeigen, indem ich einmal ganz nah ranzoome und voilà, die einzelnen Hofprofile, die mir hier angezeigt werden, sind eben die hier auch auf der Karte vermerkt sind. Über diese räumliche Auswahl lässt sich die Hofliste schon mal sehr schnell auf eine begrenzte Auswahl an Höfen beschränken. Vielleicht weißt du ja bereits, in welcher Region du wufen möchtest und kannst dich somit gezielt dort umsehen. Analog dazu kannst du dir auch alle Höfe eines bestimmten Bundeslands anzeigen lassen. Dazu gehst du auf Weitere Filter und wählst dort im Bereich Region ein Bundesland aus. Jetzt erlebst du die Kopplung von Liste und Karte andersherum. Der eingestellte Filter definiert nun die Auswahl der auf der Karte sichtbaren Höfe. Ähnlich wie du auf den Raum bezogen die Auswahl sehr schnell begrenzen kannst, kannst du es auch zeitlich tun. Sehr prominent über der Hofliste findest du hier eine Zeile für das Datum deines geplanten Aufenthaltes. Wenn du dort draufklickst, kannst du das Start- und Enddatum auswählen und bekommst das als gefiltertes Ergebnis alle Höfe, die in genau dieser Zeit verfügbar sind. Wenn du mit anderen Leuten zusammenwufen möchtest, kannst du hier noch zusätzlich filtern nach Höfen mit einer bestimmten Kapazität Personen aufzunehmen.
Wenn du nun weitere Filter auswählst, ist es ganz wichtig zu wissen, dass bestehende Filter weiterhin angewendet bleiben. Wenn ich hier also Unterkunft Jurte Tipi wähle, bezieht der Filter nach wie vor nur die Höfe mit ein, die auch zum anfangs von mir ausgewählten Zeitraum verfügbar sind und nicht alle Höfe der Liste. Somit sind es hier nun nur mehr eine Handvoll Höfe, die ich mir nun anzeigen lassen kann. Wenn du den gewählten Zeitraum wieder löschen willst, musst du das Fenster mit den weiteren Filtern schließen und kannst hier einen Reset für den Zeitraum vornehmen. Ähnlich ist es mit dem Kartenausschnitt. Auch hier kann es sein, dass du eine stark begrenzte Auswahl an Höfen beim Anwenden weiterer Filter bekommst, weil sich das Suchergebnis nach wie vor auf den aktuell geöffneten Kartenausschnitt bezieht. Wie du merkst, wird es in Sachen Filter schnell kleinteilig, deswegen möchte ich hier einen kleinen Einschub machen. Bitte behalte im Hinterkopf, dass du nicht sämtliche dieser Einstellungsmöglichkeiten zwingend benötigst, um einen WWOOF-Aufenthalt zu vereinbaren. Betrachte die Filtermöglichkeiten eher als ein Angebot an dich, das du nutzen kannst, wenn es für dich hilfreich ist. Je mehr Kniffe du kennst, desto hilfreicher sind die Filter aber am Ende, wenn du sie verwendest. Der dritte Tipp in diesem Video ist ein solcher Kniff. Du findest im Fenster mit den Filtern auch ein Feld für einen oder mehrere Suchbegriffe. Wenn du mehrere Suchbegriffe eingibst und Enter drückst, erhältst du als Ergebnis alle Höfe, deren Beschreibung mindestens einen der Suchbegriffe enthält. Gezielt möchtest du ja aber vielleicht Höfe finden, die allen deinen Kriterien entsprechen. Und das erreichst du mit jeweils einem Plus vor dem Suchbegriff. Denn dann bekommst du die sowohl als auch Suchergebnisse. Zum Beispiel plus Brot plus Lehm liefert dir Höfe, auf denen Brot gebacken wird, als auch Lehmbau stattfindet. Oder noch ein Beispiel, Gemüse Permakultur Hühner liefert dir sehr viele Ergebnisse, 378. Mit plus Gemüse plus Permakultur plus Hühner sind es aber nur noch 22. Diejenigen, die dich besonders ansprechen, wandern wiederum auf deine Favoritenliste. Dort haben sich inzwischen bestimmt einige Höfe versammelt und du kannst der Kontaktaufnahme nun entspannt entgegensehen. Ich hoffe, dieses Video hilft dir auf deiner Suche nach dem nächsten WWOOF-Abenteuer. Lass es mich gerne wissen, ob dir das Video gefallen hat und ob du dir weitere Erklärvideos zur WWOOF-Seite wünschst. Schreib auch gerne einen Kommentar, falls du noch weitere Fragen insbesondere zur Hofliste, zu den Filterfunktionen oder zur Favoritenliste haben solltest. Bis zum nächsten Mal.